Vor einiger Zeit habe ich bereits das Unboxing-Video des Pre-Production Face von I Love Yoyo online gestellt. Wer es noch nicht gesehen hat, der möge mal eben schnell reinschauen. Von I Love Yoyo gibt es heute das Face. Ja, und was natürlich bei dem Unboxing noch gefehlt hat, war mein erster Eindruck. Das möchte ich jetzt hier nachholen. Das Besondere an dem Yoyo, sowohl an den Prototypen als auch an diesem an dieser Pre-Production-Version, ist die Form und eben insbesondere diese Kante, die sich hier am Rand ergibt. Dadurch kommt es häufiger mal vor, dass das Yoyo an der Schnur quasi hängen bleibt und dann mit so einem Ruck in den Spalt wieder zurückrutscht. Beim Spielen, wenn man nicht ganz so sauber spielt, so wie ich halt nicht sauber spiele, merkt man das durchaus mal, dass es dann an der Schnur ruppt oder ruckt, wenn man dann eben von dieser Kante in die Mitte hineinrutscht. Das mag den einen oder anderen stören, ich fand es jetzt nicht wirklich störend. Im Gegenteil, durch die Größe des Face, 51,2 mm, ist es ideal, um es überall mit hinzunehmen. Mir gefallen so leicht kleinere Yojos im Moment sehr. Ich habe da sehr viel Freude dran. Durch das Kugellager und auch das Response-System, durch das Silikon, was I Love Yoyo verwendet, ergeben sich wunderbare Spieleigenschaften, lässt sich wunderbar binden und ist generell ein, wie ich finde, ein sehr gelungenes Yoyo, weil es eben halt auch viel Gewicht hier an den Außenkanten mitbringt und dadurch dann auch sehr gute Spinzeiten mitbringt. Ja, wenn man sich jetzt die beiden Versionen anschaut, also den Prototypen und die Pre-Production-Version, fallen einem ein paar Änderungen auf. An vorderster Stelle natürlich die fehlenden Macken hier an dem Pre-Production Yoyo, aber das ist ja nun mal meiner Unfähigkeit geschuldet. Ansonsten sind wirklich nur sehr feine Unterschiede in der Herstellung zu finden. Also hier gibt es zum Beispiel so einen kleinen Pinökel noch auf dem Prototypen, der hier fehlt, und auch ansonsten, wenn man sich hier die Innenseiten anschaut, gibt es so einige Rillen oder Schlieren, ich weiß nicht, wie ich das jetzt genau benennen soll, die hier in der Pre-Production fehlen. Frank von I Love Yoyo meinte zu den Prototypen, dass man bei I Love Yoyo nicht ganz so zufrieden war mit der Art und Weise, wie sie geworden sind, weshalb man sich dann zu einem zweiten Run entschieden hat, eben halt mit dieser Pre-Production-Version. Ein weiterer großer Unterschied allerdings ist das Coating. Während man hier eher eine traditionellere Art und Weise des Coatings findet, gibt es hier das sogenannte Soda Blast, eine neue Kreation von I Love Yoyo, die sich hervorragend laut Herstellerangaben zum Grinden eignen soll. Ja, leider hat diese Pre-Production-Version auch schon den ersten Sturz hinter sich gebracht aus Hüfthöhe. Es ist gestern leider aus einem Holster gerutscht und dadurch hässlich auf den Steinboden aufgeschlagen. Allerdings hat es das ganz gut weggesteckt, bis auf diese kleine Macke hier, wo dann eben der Belag so ein bisschen, die Oberfläche ein bisschen abgesplittert ist, hat es eigentlich, soweit ich das erkennen kann, keine großartigen Schäden von sich genommen. Das heißt, das Soda Blast scheint auch durchaus strapazierfähig zu sein. Ja, vom Fazit her, mir sagt das Face sehr zu. Diese leicht kleinere Größe mit dem 51,2 mm und den 64 Gramm ist eigentlich eine sehr schöne Kombination für mich. Mir gefällt das sehr gut. Ich komme auch sehr gut damit zurecht, habe sehr viel Freude gehabt mit den Prototypen bereits und auch mit der Pre-Production-Version, weil sie im Prinzip von den Specs her gleich sind. Vom Coding her würde mir jetzt aktuell der Prototyp
ein bisschen mehr zu sagen. Einfach auch deswegen, weil das hier so eine geheimnisvolle Farbmischung ist. Also im Moment wird es wahrscheinlich eher so hier auf dem Video gräulich aussehen, vielleicht nahe schwarz. Allerdings, wenn man es in die Sonne hält, hat es irgendwie so einen Grünschimmer, das vielleicht auch an der Schnur liegen mag. Und auf den Fotos, die I Love Yoyo veröffentlicht hat, hat es dann so einen bläulichen Schimmer. Also eine ganz seltsame Farbmischung, die irgendwie auch faszinierend ist. Das fällt leider hier bei der Pre-Production so ein bisschen weg. Frank war sich auch noch nicht so ganz sicher, ob das nun wirklich die finale Version sein soll, weil es eben dem, wie er sagte, nicht dem Charakter von I Love Yoyos entspräche. Deswegen auch der Zusatz Pre-Production. Es ist eigentlich von der Form her und von der Verarbeitung her eine finale Version. Nur eben durch dieses neue Soda Blast Coating war man sich noch nicht so ganz sicher, ob das nun wirklich die finale Version ist, ob das der Weisheit letzter Schluss ist. Deswegen eben der Zusatz Pre-Production. Aber ansonsten ein hervorragendes Jojo. Ja, die Pre-Productions sind aktuell in Online-Stores verfügbar. Es sind knapp 30 Stück davon hergestellt worden. Wer Spaß hat an hochwertigen, etwas kleineren Jojos, die auch ein bisschen, ich sag mal, technisch was abverlangen nicht, aber eben halt durch diese Kante dafür auch sorgen, dass man mitkriegt, ob man jetzt nur sauber gespielt hat oder nicht. Dem sei das Phase Pre-Production von I Love Yoyo wärmstens ans Herz gelegt.